Durch DDD Studio. Wer das Ganze nachvollziehen will, einmal auf dddstudio.dev. Genau, kurz zur Erläuterung. Wir werden gleich drei verschiedene Views sehen. Einmal den statischen, das ist sozusagen der vollständige Blick auf die gesamte Domäne. Wir haben Flows, das sind im Grunde genommen Geschichten, die innerhalb dieser Domäne erzählt werden, also konkrete Beispiele. Und Szenarien, das sind Given, When, Then Testfälle im Grunde genommen, die das Verhalten nochmal konkret beschreiben. Wer das etwas genauer nachlesen möchte unter Docs, da gibt es hier einen Beitrag des Reviews im Grunde genommen, der das nochmal erläutert. Wer das ansonsten auch agentisch nachvollziehen will, dieses Beispiel. Hier ist beschrieben, wie man es in Claude Code beispielsweise hinzufügt oder hier auch in Claude Desktop. Beides easy machbar. Danach nur noch die Authentifizierung über Google oder wahlweise GitHub und dann läuft das. Genau. So, wir hüpfen in DDD Studio und wir weisen hier Claude an, die Software zu bauen, auf die die Welt gewartet hat, eine To-Do-App. Und zwar soll er hier zeigen, wie ein Flow durchlaufen wird, indem ein Benutzer ein To-Do anlegt, checkt, ob das angelegt wurde und dann auch das To-Do abhakt entsprechend. Ich möchte außerdem, dass er das statische Modell so vervollständigt, dass ich da einen ersten MVP draus erzeugen kann. Ja, und auch Given When Then Testfälle, wie wir das eben gesehen haben, die hätte ich gerne. Ich habe hier mal Sonnet 5 und Niedrig eingestellt, dass er nicht so lange nachdenkt und wir starten mal. So, was passiert jetzt? Er denkt jetzt erstmal nach und er hat jetzt Tools gefunden, er ruft das Explain Model auf und da bekommt er quasi den Kontext, wie diese ganzen Flows funktionieren, wie das zusammenhängt, dass er das auch vernünftig benutzen kann. Jetzt ist er darauf gestoßen, dass er einen Workspace anlegen muss. Da haben wir unsere To-Do-App. Und dann gucken wir mal. Ah, genau. Hier gehen wir in den statischen View, ja, also die Gesamtsicht auf unsere Domäne. Hier hat er den ersten Bounded Kontext angelegt, das erste Aggregate, die ersten Commands kommen hier dazu. Add to do, complete to do. Genau. Hier unten, ich kann gar nicht so schnell erzählen, wie er macht, sind die Events noch entstanden. Genau. Hier To-Do Edit, To-Do Completed, die müssten jetzt eigentlich den Commands hier zugeordnet werden. Man sieht es gerade, die Referenzen macht er jetzt in einem zweiten Schritt. Er hat auch ein Read-Model angelegt, hier unten, inklusive einer Query, die man da drauf fahren kann, den User, der hier agiert. Wir sehen, die Referenzen kommen ja auch alle dazu auf die Commands, die vom User aufgerufen werden, die Events, die dann quasi hier in das Read-Model reingehen und so weiter und so fort. Ne? Also nochmal merken, hier vollständiger Blick auf die Domäne. Ja, im Gegensatz dazu, FlowView, auch hier hat er schon jetzt parallel gemacht, eine Geschichte dazu erzählt, so wie ich ihn angewiesen habe. Genau, und zwar hier das To-Do anlegen erstmal, ne? Also hier das verläuft die Zeit von links nach rechts quasi. Ne? Erst legt der User ein To-Do Milch kaufen an. Genau, das geht durch, das Event entsteht, das geht in das Read-Model rein. Der User checkt, ob sein To-Do richtig angelegt wurde, es ist vorhanden. Dann geht er in den Supermarkt und kauft dort die Milch. Genau, klickt dann, sagt dann, dass hier Completed To-Do Command ausgeführt werden soll und das passiert auch. Genau, das heißt, hier hat er eine Geschichte jetzt erzählt, ne? Man sieht es hier über das Plus, hier könnte ich weitere Geschichten erzählen, was passieren soll und alles, was ich hier mache, ja, sorgt dann dafür, dass im statischen Modell auch die Dinge parallel passieren und mein statisches Modell peu à peu erweitert wird. Genau, das Ganze kann ich dann noch zusätzlich absichern durch Szenarien, also Given When Then Testfälle im Grunde genommen. Ähm, Die sehen wir hier. Ähm, genau.
sehen wir hier beispielsweise? Also hier ist auf das To-Do-Aggregate so ein Testfall, der zu einem Event führt. Ne? Also ich adde ein To-Do, da steht ein Titel drin, dann wird auch ein Event dazu erzeugt. Hier haben wir den Gegenfall, das führt zu einer Rejection. Es ist kein Titel angegeben. Genau, deswegen wird das Event abgelehnt. Es steht kein Event. Ja, und genau, so kann man hier zusätzlich When-Then-Szenarien anlegen. Hier unten kann ich das selber tun, wenn ich das möchte. Ja, soweit einmal zur Erläuterung des agentischen Features. Ich könnte mir das jetzt, er sagt mir, das Ganze ist vollständig und ohne Fehler erfolgt. Er gibt mir nochmal einen Überblick. Er gibt mir hier den Link auch, wo ich das nochmal im Grunde genommen abrufen kann. Wir haben das jetzt parallel verfolgt, deswegen brauchen wir das nicht. Ich könnte jetzt die YAML-Datei mir im Agenten direkt quasi hier, also im MCP-Client, herunterladen. Ich kann das genauso hier im statischen View tun und mir das Ganze quasi als ESDM-YAML beispielsweise exportieren. Ähm, genau, und dann damit im Code direkt weiterarbeiten. Ja, soweit zur Übersicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen.